Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Yell It! Yell it, yell it, yell it, yell it, yell it from the mountain. Yell It from the Mountain in Partnerschaft mit dem Goethe-Institut Montreal und dem Goethe-Institut Toronto. Und heute haben wir zu Gast die amazing, wunderbare, progressive, dynamische, hard to get. I struggled hard to get her here. Brandneue Intendantin von Dortmund, Julia Wissert. Als ich das Stück zum ersten Mal gelesen habe, war ich super fasziniert von der Virtuosität, mit der Herr Mayorga zwischen den Ebenen wechselt. Ich bin persönlich in diesem Prozess und an dem Stück als Regisseurin total gewachsen. Was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden? Was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden? Was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden? Was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden? Strong get small, where the weak ones face. Für ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden, für notwendige Pausen und unabdingliche Maßnahmen ihrerseits fühlen wir uns verantwortlich. Für mehr nicht. Schauen Sie und kommen Sie. Kommen Sie mit. Schicht um Schicht. Schritt für Schritt. 2170. Sie sind sicher. Wo immer wir hingehen, wo immer wir herkommen. Die nächsten Schritte. Voll cool, dass du da bist. Wir werden gleich noch ganz, ganz viel von dir hören. Aber zunächst einmal, sag uns doch mal, wo du bist. Beschreib mal, wie du aussiehst und so. Ich sitze gerade in meinem Wohn-Arbeits-Esszimmer vor einem meiner Lieblingsorte in meiner Wohnung, vor meinen Büchern. Und ich habe schulterlange Haare, eine schwarze Brille und trage einen grauen Rollkragenpulli, der mich sehr warm hält heute. Ich habe ein Headwrap auf und zum Turban gebunden, weiße AirPods in den Haaren, Ohrringe und ein James Baldwin T-Shirt und sitze vor der Fotografie von Thomas Gunière, der eine Installation gerade hat im Goethe-Institut, und zwar hat er die Humboldt-Universitätsbibliothek fotografiert und die Installation nennt sich In the Stacks. Voll schön, dass du da bist. Hast du einen Drink mit? Natürlich hast du einen Drink mit dabei. Ich kann es schon sehen. Danke, dass ich da sein darf. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ich darf ja keine Werbung für irgendwas machen. Ich kann nur sagen, ich habe mich für ein... jetzt ist es schon drin. Du musst es so zuhalten. Ich habe mich für ein Bier entschieden, weil Dortmund ist ja die Stadt der Bierbrauereien, zumindest früher mal gewesen. Und ich habe mich für ein lokal produziertes Bier, das ich sehr, sehr schätze, entschieden. Sehr gut, das Feierabendbier. Ich habe hier ein Coconata-Drink, aber es ist safe, ein Safe-Drink, weil sonst muss ich mich hier noch ein bisschen konzentrieren, nicht wahr? Cheers. Cheers. Mm. Ganz unverschämt, habe ich einfach schon losgetrunken. So gut. Ja, also in der guten alten Jellit-Tradition, stell dich doch einfach mal selbst vor, wer bist du, was machst du? Ja, soweit schon mal. Danke. Ich stelle mich sehr gerne vor. Ich bin Julia Wissert. Ich bin die neue künstlerische Leitung des Schauspiel Dortmunds. Das Schauspiel Dortmund ist Teil des Theater Dortmunds und ist ein Ort für Theater, Gespräch, künstlerische Forschung und Kaffee trinken, wenn Corona vorbei ist. Erzähl doch mal, wie das ist so. Also ich muss jetzt nochmal für alle, die zuhören und das vielleicht nicht wissen, sagen, dass Julia Deutschlands erste
schwarze Intendantin. Man muss das leider immer mal noch betonen, weil viele Menschen, die in Ländern leben, wo das gang und gäbe ist, das nicht wissen. Und auch Deutschlands jüngste Intendantin, soweit ich weiß. Wie ist das für dich, in so eine oftmals weiß, cis, male dominierte Position zu treten? Ich habe immer davon geträumt, mal irgendwann so einen Ort zu haben, den man gestalten kann und wo man Programm machen kann und rausfinden kann, ob es möglich ist, Theater anders zu machen und den Menschen Theater zu zeigen, auf das sie Lust haben. Und jetzt bin ich plötzlich in dieser Position und es ist eine tolle Herausforderung. Aber es gibt auch jeden Tag ungefähr 5 Lernkurven, die ich habe. Und ich merke, also es ist ein toller Job, wo ich aber gleichzeitig auch jetzt immer sage, ich bin Teil eines Teams. Also es ist nicht so, dass eine künstlerische Leitung alleine an der Spitze alles entscheidet, sondern das funktioniert nur, wenn man ein super Team hat, mit dem man vertrauensvoll, respektvoll arbeiten kann. Und es ist natürlich eine Herausforderung, so zusammenzukommen und jetzt so einen Neustart zu haben unter diesen sehr außergewöhnlichen Bedingungen. Gleichzeitig ist es eine tolle Möglichkeit, so einen Ort zu haben, wo wir wirklich gemeinsam ein Programm gestalten können und neue Formate ausprobieren können. Vielleicht kannst du was zu den Stücken sagen, die jetzt schon Premiere gefeiert haben, und das, was noch geplant ist. Also also use the space to invite all the Dortmund people und alle Menschen, die gerne auch trotzdem noch reisen und alle Gefahren auf sich nehmen, um in das Schauspiel Dortmund zu kommen. Wir haben eigentlich 12 Premieren geplant gehabt und eben diesen einen Schwerpunkt, diesen Stadtschwerpunkt, der eigentlich bedeutet hätte, dass wir mit Menschen aus der Stadt gemeinsam Kunst machen, die dann auch regulär in den Spielplan übernommen worden wäre. Dadurch, dass jetzt Covid ist, sind diese partizipativen Projekte in der Form gerade nicht möglich und uns fallen im Grunde 2 Projekte für diese Spielzeit aus, für die wir gerade dabei sind, Ersatzprogramm zu suchen. Die werden aber nur verschoben und es sind von diesen 12 Premieren haben wir jetzt, du hast recht, 3 gehabt. Das war 17x1, ein Abend, auf den ich wahnsinnig stolz bin, weil normalerweise ist es ja so bei einer Intendanzeröffnung, dass der Intendant der Erste ist, der eine Premiere hat. Also bei inszenierenden Intendanten. Ich sage immer Intendanten, weil das ist klassischerweise so. Und wir haben uns gefragt, wenn wir wirklich versuchen wollen, anders miteinander zu arbeiten und wenn wir andere Geschichten ins Zentrum stellen wollen, wie müssten wir dann diese Eröffnung verändern? Und haben das Ensemble gefragt, ob sie Lust haben, den ersten Abend und die erste Premiere zu gestalten. Es war tatsächlich eine Arbeit, wo die Spielenden, ohne dass es eine Regie gab, ohne dass die Intendanz vorbeikam und gesagt hat, ja oder nein, so ist es normalerweise, hatten sie einfach diesen Raum, überall im Theater zu spielen und sich zu präsentieren, so wie sie sich der Stadt Dortmund präsentieren und vorstellen wollten. Und ich sage, dass ich total stolz bin auf diesen Abend, weil wirklich bis zu der Premiere hatte niemand von uns im Haus, bis auf eine Dramaturgin wusste so ungefähr, was passieren würde. Niemand von uns wusste, was passieren würde. Und es war die Eröffnungspremiere. Und wir sind da wirklich so total ruhig reingegangen, weil ich war ja diejenige, die die Vorsprechen auch gemacht hat. Und dann habe ich die ersten Sachen gesehen und ich war wirklich zu Tränen gerührt, weil die so toll und so persönlich und so einladend waren. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, zu versuchen, diesen Abend zu sehen, weil es einfach zeigt, dass Schauspielende auch ohne RegisseurInnen, ohne Intendantin ganz tolle Künstlerinnen sind und nicht einfach nur Arbeitsmaterial. Der zweite Abend, das war 2170, das war meine Premiere und das war eine Stückentwicklung basierend auf Texten, die 5 AutorInnen für die Stadt Dortmund geschrieben haben. Das heißt, auch da haben wir gesagt, mein Wunsch war es, einen Start zu haben, der eine liebevolle Annäherung an die Stadt ist und eine Möglichkeit, dass Menschen meine Handschrift sehen, mich im Arbeitsprozess sehen und dadurch vielleicht sagen, okay, interessant.
sie wirkt irgendwie ganz okay. Ich komme vielleicht mal vorbei. Und die dritte Produktion ist ein Liederabend. Ist das richtig gesehen? Die Produktion ist ein Liederabend, du hast vollkommen recht. I did my homework. You did your homework. Oh my gosh. Lust for Life ist eine Arbeit der Regisseurin Céline Cara, die sehr gerne und sehr tolle Musikabende macht. Und das ist ein Abend, wo wir ihr den Auftrag gegeben haben, wo wir sie gefragt haben, ob sie sich vorstellen könnte, einen Abend zu machen, nicht den Auftrag gegeben haben, einen Abend zu machen, der sich mit unserer gegenwärtigen Situation auseinandersetzt und sich mit der Frage danach beschäftigt, wie können wir uns irgendwie unsere Zuversicht und unsere Hoffnung erhalten. Das ist ein sehr feiner Abend, ein sehr leiser Abend und ich habe aber jetzt das Gefühl, es ist genau der richtige Ton, weil wir in einer, ich weiß nicht, ob du das auch so findest, es ist irgendwie eine komische Atmosphäre. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass es so laute Sachen braucht, sondern eher Abende, wo Menschen zusammen irgendwo sitzen können und einfach gemeinsam sein können. Einfach mal nicht mehr in der Wohnung. Also ich finde, es ist eine ganz besondere Zeit und vor einem Jahr war wirklich gefühlt alles anders. Und jetzt, ich habe das Gefühl, Menschen reagieren anders auf einen, auch auf der Straße oder in Geschäften. Ja. Es gibt einen anderen Umgang. Also generell habe ich das Gefühl, es gibt so einen anderen Umgangston und mehr Achtsamkeit in bestimmten Bereichen auf jeden Fall. Vielleicht nicht überall. Ich weiß nicht, ich finde, es geht so in zwei Richtungen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, es wird weicher und achtsamer und auf der anderen Seite habe ich gleichzeitig auch den Eindruck, es wird mehr nach klaren Antworten gesucht. Ich glaube, es ist wirklich beides. Also ich glaube, dass viele Menschen auch durch diese Zeit entweder zumachen oder völlig aufmachen. Ich habe dieses Wochenende eine Lesung mitgelesen, sagt man das so? Auf jeden Fall zum ersten Mal waren da Gebärdensprachdolmetscher mit auf der Bühne. Und ich wollte dich mal fragen, inwieweit das für dich zum Beispiel in der Zukunft eine Option wäre, wie das aussieht überhaupt am Haus mit Accessibility. Das ist ja ein großes Thema und Wir wollen unbedingt, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, in dieses Gebäude zu kommen. Und wir arbeiten wirklich jeden Tag daran, es irgendwie möglich zu machen. We just need time and patience. But we're working on it. Weil wir ja in diesen Zeiten leben, wo eben die Zuschauerzahl so streng begrenzt ist. Meine Frage, oder ich sehe jetzt auch öfter, weil ja viele Lesungen stattfinden, die Frage nach Streaming. Ist das eine Möglichkeit oder kommt das aus irgendeinem Grund überhaupt nicht in Frage? Ich bin da sehr zwiegespalten. Klar, Streaming ist eine Möglichkeit, aber es ist wirklich eine Geldfrage, weil wir jetzt durch Corona festgestellt haben, dass es eine komplett ungeklärte Grauzone ist und die unterschiedlichsten Beträge von Verlagen in Rechnung gestellt wurden. Gerade in Corona merken wir, was die Möglichkeit von Theater eigentlich ist und was Theater bedeutet. Sonst wäre es ja gerade nicht so schwer, es zu machen. Theater bedeutet, wir sind zusammen in einem Raum. Du kriegst meinen Atem mit, du kriegst meine Energie mit und es lebt davon, dass du siehst, wie die Szene live entsteht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal wirklich so was sagen würde, aber es gibt Anteile in mir, die denken, wenn du das nicht mehr hast, verlierst du wahnsinnig viel von dem, was es eigentlich besonders macht, dass du dabei sein kannst, wie es entsteht und noch viel mehr. Es ist nicht nur, dass du dabei sein kannst, wie es entsteht, sondern du als Zuschauende lässt es mit entstehen, weil das Ensemble ja darauf reagiert, wie du reagierst und du reagierst darauf, was gespielt wird. Und das Dritte ist, wo ich wirklich sehr, sehr vehement bin, Streaming von Inszenierungen, die auf einer Bühne stattfinden, funktioniert für mich nur halb. Es funktioniert, wenn es richtig gut gefilmt ist und das ist super teuer. Also das muss von so vielen Perspektiven gefilmt werden, dass man, wie das heute ja sehr, sehr oft ist, dass viele Dinge gleichzeitig passieren. Das ist große Kunst auch, ehrlich gesagt. Und das bringt mich aber zu einer anderen Sache,
wenn wir, was auch ein Riesenthema ist, über Digitalisierung im Theater sprechen, dann bedeutet das für mich mehr als einfach nur Streaming. Das bedeutet, dass wir über digitale Dramaturgien nachdenken müssen, dass wir darüber nachdenken müssen, was wir eigentlich für Technologien zur Verfügung haben, damit es Sinn macht, dass das Medium not just the medium stays. Was bedeutet es, etwas abzufilmen? Heißt es, dass es auf einer Plattform steht und du als Publikum dann was schreiben kannst und sich dann die Inszenierung verändert und du einen anderen Teil siehst? Oder könnte man zum Beispiel was live auf einer Bühne spielen? Ich habe was gesehen bei der Akademie für Digitalität, Shoutout to the Academy, mit einer VR-Brille, die praktisch Live-Spiel übertragen hat. Also SchauspielerInnen haben so Punkte am Körper und du siehst sie in VR, wie sie aber live spielen. Das ist eigentlich Hammer. Ich könnte eine Performerin in Lagos, eine Performerin in Toronto, eine Performerin in Berlin und ein Publikum irgendwo zusammen in denselben Raum bringen. Hammer! Aber das wäre möglich und das ist für mich Digitalisierung von Theater. Ich komme überhaupt nicht drauf klar, weil wenn das gehen würde, dann Das ist krass, oder? dann wären ein paar meiner Probleme gelöst. Es gibt einfach so wahnsinnig spannende Entwicklungen, von denen ich eher sagen würde, dass wir überlegen müssten, ob wir im Theater neue Sparten oder neue Ästhetiken entwickeln, die aber auch als wirkliche Kunstformen im Theater existieren. Was sind so deine ganz großen Prioritäten? Also was ist die Veränderung, die du mitbringen möchtest in das Haus oder schon mitgebracht hast? Ich würde mir wünschen, an einem Theater zu arbeiten, wo ich morgens aufstehe und denke, wow, ich freue mich total, zur Arbeit zu gehen. Und ich wünsche mir einen Ort, an dem man respektvoll miteinander ist, empathisch miteinander ist und wirklich ein Team ist, wo klar ist, dass Theater nur entsteht durch die TechnikerInnen, die da sind, durch die BeleuchterInnen, die da sind, aber auch durch die SchauspielerInnen, die da sind. Und das eine kann nicht ohne das andere sein. Ich wünsche mir ein Haus, das sich in der Stadt verortet, in der es ist und nicht so tut, als ob es außerhalb von Gesellschaft ist. Theater, wir bringen die Gesellschaften, in denen wir leben, mit zu unserer Arbeit. Ich mag ja, wenn Leute sagen, es wird ja so oft gesagt, meine Theaterarbeit wäre politisch, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich versuche, die Werte, die mir wichtig sind, in meine Arbeit einfließen zu lassen. Aber das ist für mich nicht zwangsläufig politische Arbeit, sondern das ist einfach, wie ich mit Menschen umgehen möchte und hoffe, dass es funktioniert. Und meine Sehnsucht ist, mich mit Themen und Inhalten auseinanderzusetzen, die wichtig sind oder die mich gerade bewegen. Und das sind zum Beispiel? Ich habe das Gefühl, ich würde wahnsinnig gerne hier eine Arbeit machen über die Migrationsgeschichte Dortmunds. Weil das Ruhrgebiet ist ja ein sehr besonderer Ort. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Ruhrgebiet ist ja eigentlich 150 Jahre Migration. Weil hier waren Felder und dann hat jemand angefangen zu graben und dann war Kohle da und plötzlich war das Ruhrgebiet da. Das bedeutet, dass hier war nie wie Baden-Württemberg oder Freiburg, Kaiserstuhl, wo ich groß geworden bin, wo einfach klar war, seit 1000 Jahren leben da dieselben Familien, sondern dieses Ruhrgebiet existiert nur durch den Zuzug, nur durch Menschen aus Osteuropa, die gekommen sind, um Kohle abzubauen, irgendwann aus Italien, aus Griechenland, aus der Türkei, um hier zu arbeiten. Und diese Migrationsgeschichte hat die ganze Region geprägt. Und das finde ich interessant, weil ich das Gefühl habe, ich weiß da viel zu wenig darüber. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe gemerkt, es gibt auch wahnsinnig wenig Kunst darüber. Es gibt sie, aber im Theater zum Beispiel kam es noch nicht so sehr vor. Für mich als Regisseurin, ich finde es immer total toll, mit Schauspielenden zu tun zu haben, die sich mit Dingen beschäftigen wollen, die sich mit Themen beschäftigen wollen, die Meinungen haben zu Sachen, die sich auseinandersetzen mit der Welt, in der sie leben und die gleichzeitig aber offen sind für andere Meinungen, die Dissonanz produktiv machen können. Mhm. Und daran anknüpfend finde ich ganz interessant, mit dir über folgendes Thema zu sprechen. Wir hatten ja schon mal, oder ich hatte das Glück, mit dir schon mal zu arbeiten und
habe gelernt oder auch mitbekommen, was es heißen kann, wirklich miteinander auf Augenhöhe zu arbeiten. Und ja, also das ist, finde ich, im Theaterbetrieb immer noch was leider was ganz Besonderes. Was bedeutet machtkritisches Denken für dich? Kannst du überhaupt generell ein bisschen was dazu sagen, darauf eingehen? Machtkritisches Denken bedeutet für mich, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich das Genie an der Spitze bin, sondern dass ich Teil eines Teams bin. Und meine Position ist eine Management-Position. Ich bin die künstlerische Leiterin des Hauses. Ja, ich trage die Verantwortung für viele Menschen. Ich trage die Verantwortung dafür, dass es läuft, dass es sicher ist. Aber ich treffe die Entscheidungen basierend auf den Informationen, die ich aus den Abteilungen bekomme. Ich freue mich total zu sehen, welche Virtuosität und welches Wissen meine KollegInnen haben. Und das gibt mir dann das Vertrauen zu wissen, wenn sie mir Informationen geben und sagen, hey Julia, es sieht jetzt so und so aus, für uns wäre gut das und das, dass ich diese Entscheidung dann guten Gewissens treffen kann. Und manchmal muss ich sie dann vielleicht auch entgegen der Empfehlung treffen, aber dann erkläre ich das oder ich mache es transparent, wieso ich dann doch in eine andere Richtung gehe und warum ich glaube, dass es in dem Moment das Richtige ist. Machtkritisches Arbeiten bedeutet für mich, mich zu entschuldigen, wenn ich Fehler gemacht habe und zu sagen, dass ich Fehler gemacht habe. Es bedeutet, mir Beratung zu holen oder Unterstützung zu holen, wenn ich in Bereiche komme, wo ich nicht weiter weiß und damit auch transparent zu sein. Ich finde es eigentlich ganz cool so, dass du dich so siehst als jemand, der quasi viel Verantwortung trägt, aber gleichzeitig nicht allwissend ist, ne? Also, und manchmal hat man das Gefühl, dass Intendanten so gesehen oder sich so verhalten haben, als seien sie das. Was oft passieren kann, ist, dass Frauen, die in Machtpositionen kommen, jedenfalls ist es meine Erfahrung, oft auch das Verhalten von Männern imitiert haben, weil das ist das Einzige, was sie gesehen haben bislang. Das Problem ist auch anders gelagert. Was ich auch merke ist, wenn ich so in die Institution komme, dann wird mir unterstellt, ich bin inkompetent oder ich bin unentschieden oder ich bin nicht hart oder ich bin nicht durchsetzungsfähig. Weil wir, glaube ich weiß nicht, wie es in Kanada ist, in Deutschland noch eine sehr krude Vorstellung haben, was eigentlich gute Leitung ist. Und das ist hart und dominant und unempathisch, hat keine Gefühle. Genau. Und meine Befürchtung ist, dass diese Frauen, von denen du sprichst, einfach genau das übernehmen in dem Moment, wo man merkt, es ist einfach verletzend, die ganze Zeit gespiegelt zu bekommen, dass die Art, wie man leitet, schwach ist oder nicht gut genug. Also ich glaube, die Herausforderung kommt in dem Moment, wo du versuchst, etwas anders zu machen, aber die Institution dich praktisch zu dem machen möchte, was sie glaubt, das Richtige ist. Gleichzeitig ist meine Hoffnung, dass dadurch, dass ich es schaffe, das vorzuleben, dass meine KollegInnen sehen, dass es nicht bedeutet, ich bin inkompetent, ich bin entscheidungsschwach, ich bin entscheidungsunfreudig, sondern dass es einfach bedeutet, ich glaube nicht daran, dass erwachsene Menschen sich verletzend anschreien müssen, sondern ich glaube daran, dass erwachsene Menschen miteinander kommunizieren können. Das müssen wir schaffen. We are not saving lives, but we are saving lives. Weil letztendlich ist die ganze Unterhaltungsindustrie und das, was du beschrieben hast, was Theater ist, diese Begegnung und diese Unmittelbarkeit, das verändert und berührt Leben. Das funktioniert nur, wenn deine Energie gut bleibt. Ich denke, es ist wichtig, offen zu bleiben und respektvoll zu bleiben und diesem Mythos nicht mehr aufzuerliegen, dass gute Kunst immer Leid bedeutet. Ich glaube, Kunst zu schaffen und Kunst zu machen ist wahnsinnig schwer, weil es immer was von dir ist, weil du immer einen Teil von dir mitgibst und zur Verfügung stellst. Was würdest du denn der 17-jährigen Julia sagen jetzt so als guten Ratschlag? Wenn ich der 17-jährigen Julia jetzt begegnen würde, dann würde ich sagen, es bist nicht du. Es sind wirklich alle anderen.
Du musst natürlich jetzt noch richtig krass was in die Kamera yellen. Also konzentriere dich, sammle deine Gedanken und wenn du bereit bist, please give us your vibrations. Bleibt alle gesund und achtet gut auf euch. Be nice to each other. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist, für die richtig coolen Inputs. Ich werde, glaube ich, noch eine Weile drüber nachdenken, über all die Dinge, die du gesagt hast. Wir sind sehr, sehr gespannt auf die Spielzeit, also den Rest der Spielzeit. Und wir werden alle in das Theater Dortmund strömen und alle restlichen Karten aufkaufen und alles tun, um diese tollen Premieren oder Veranstaltungen, die du heute beschrieben hast und das, was noch kommt, zu sehen und dem coolen 17x1 Ensemble zu begegnen und dir hoffentlich. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Episode von Yell It! Yell it, yell it, yell it, yell it, yell it from the mountains.